Are you ready for the future? A flat and comfortable headband. 2 different light sources. Motion sensor. Stroboscope. Feel the perfection. Ja, ihr kennt das vielleicht auch, man scrollt so durch seinen Facebook- oder Instagram-Feed und plötzlich erscheint da wieder so eine eingebettete Werbung mit irgendeinem neuen, tollen Produkt und ja, ihr seid interessiert und klickt da drauf und landet auf so einer mehr oder weniger selbst gebastelten Website mit ewig viel Text und Bildern und einem fetten Countdown. Ihr habt also nur ein paar Stunden Zeit, um hier so einen dicken Rabatt abzusahnen. Wenn man clever ist, schaut man dann direkt auf Amazon und sucht nach dem Produktnamen. Und siehe da, genau dieses Produkt bekommt man von verschiedenen chinesischen Händlern zum selben Preis angeboten, dauerhaft, teilweise sogar auch noch günstiger. Ja, heute zeige ich euch genau so ein Produkt, nämlich die GoBeam Stirnlampe. Die war bei mir im Instagram-Feed in der Werbung drin, führte auch wieder auf so eine Webseite, wie auch immer. Auf Amazon gibt es die dauerhaft so für ungefähr 18 € ein paar zerquetschte. Und ich habe mir eine geholt, weil es mich echt interessiert hat, ob die überhaupt was taugt, ob das einfach nur billiger China-Schrott ist, der nicht richtig funktioniert, oder ob man damit was anfangen kann. Das Video ist wie immer nicht gesponsert. Ich habe mir die Stirnlampe von meinem eigenen Geld gekauft und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Geliefert wird die Stirnlampe in so einer einfachen kleinen Pappschachtel und das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass das jetzt hier nicht so eine dicke Blisterpackung mit viel Plastik ist. Da drin befindet sich natürlich die Stirnlampe und noch ein USB-Ladekabel und zwar zum Glück tatsächlich USB-C. Viele Billigprodukte haben nach wie vor immer noch Micro-USB-Anschluss. Das ist immer, finde ich, ärgerlich. Es ist einfach nicht mal zeitgemäß. Aber hier haben wir tatsächlich USB-C-Anschluss. Jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten der Stirnlampe an. Die stehen nämlich hier noch auf der Verpackung drauf. Wir haben hier eine maximale Leuchtkraft von 350 Lumen und wie gesagt 2 verschiedene Lichtquellen, nämlich einmal hier diesen COB-LED-Strip und hier an der Seite nochmal eine einzelne XPE-LED. Und die ganze Stirnlampe ist regenfest nach IPX4, steht hier zumindest. Ob es wirklich zertifiziert ist nach IPX4, weiß ich nicht, aber es hält definitiv einen Regenschauer aus. Ich war da die Tage nämlich schon mal spazieren, im Dunkeln und bei Regen auf dem Feldweg, habe da extra keinen Schirm mitgenommen und das Ding war also richtig nass und hat es gut überstanden. Ich würde es trotzdem natürlich nicht im strömenden Regen ausprobieren oder unter der Dusche. Das funktioniert sicherlich nicht, aber so einen leichten Schauer sollte es auf jeden Fall aushalten. Außerdem soll die Stirnlampe Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe überstehen. Das habe ich jetzt nicht getestet, das werde ich auch nicht testen. Und eine Besonderheit dieser Stirnlampe ist, neben dem Einschaltknopf haben wir hier noch einen Knopf zum Aktivieren des Bewegungssensors. Und so kann man nämlich mit einer Handbewegung hier einfach die Stirnlampe jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Das ist im Dunkeln sicherlich bestimmt praktisch. Auf der Rückseite haben wir dann hier diesen kleinen Gumminüppel. Wenn man den entfernt, dann haben wir hier den USB-C-Ladeport, um das Ding eben am PC oder an einer Powerbank oder so aufzuladen. Die Verarbeitungsqualität scheint ganz ordentlich zu sein. Was für Materialien hier verwendet werden, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es kein medizinisches Silikon ist, sondern halt irgendein Gummi. Ich hoffe halt, dass es frei von Weichmachern ist. Das kann man jetzt halt nur hoffen. Auf der Rückseite des LED-Strips haben wir dann hier noch so eine Schaumstoffeinlage, die dann eben auf die Kopfhaut aufsetzt. Und ja, es lässt sich eigentlich ganz bequem tragen. Ich habe sie, wie gesagt, ja schon getestet und das geht in Ordnung. Dann die Rückseite, da haben wir dann dieses Gummiband zum Verstellen der Stirnlampe an die eigene Kopfgröße, dass man die da anpassen kann. Und das funktioniert auch recht gut, hält auch gut. Also das hat sich auch nach einer Stunde Tragen dann nicht irgendwie gelockert oder sowas, sondern das hielt dann wirklich gut am Kopf auch fest. So, ich schalte das Licht jetzt auch einmal ein und zwar beginne ich mit dem LED-Strip da vorne. Und das ist ein ziemlich helles, kaltes Blau, also das leuchtet wie so diese Xenon-Lichter bei modernen Fahrzeugen. Dann gibt es noch den etwas schwächeren Modus hier und dann noch die Taschenlampenfunktion in der starken Stufe und nochmal abgemildert etwas. Das sind also die 4 Modi, die man hier hat. Man schaltet die einfach durch hier mit diesem einen Ausschalter kann man die durchschalten. Und dann gibt es noch ein 5. Licht. Und zwar muss man ein Stroboskoplicht. Da muss man einfach die Lampe einschalten und dann nochmal ein paar Sekunden gedrückt halten. Und dann aktiviert sich hier so ein Stroboskoplicht. Dann blinken beide Lichtquellen, wie man sehen kann, stark und ja, ist halt eben dabei. Dann noch schnell den Bewegungssensor. Dazu sucht man sich erstmal das Licht aus, das man haben möchte.
Und dann aktiviert man hier mit einem Druck auf den Sensorknopf diesen Sensor. Man sieht es auch hier an der Stromanzeige, die leuchtet jetzt etwas anders. Und ab jetzt wird genau dieser Modus aktiviert oder deaktiviert, wenn man mit der Hand so an der Lampe vorbeifährt. Ziemlich praktisch, um im Dunkeln, wenn man spazieren geht und da kommt einem jemand entgegen, man möchte den vielleicht nicht blenden, dass man schnell das Licht ausmachen kann oder was weiß ich, ist eigentlich eine coole Funktion. Aber euch interessiert sicherlich auch, wie die Lampe draußen im Dunkeln funktioniert und dazu war ich gestern extra nochmal spät abends draußen im Wald und habe das getestet. So, ich bin wieder unterwegs, ich sehe vor mir gar nichts, es ist komplette Schwärze. Hier hatte ich ja auch die Tikina von Petzl getestet, wo ich dann hier von dem Wildschwein überrascht wurde, direkt vor mir auf dem Weg. Deswegen schalte ich jetzt mal schnell wieder um und schalte auch meine Stirnlampe ein, diese Go-Beam. Mal schauen, was die so drauf hat von dem Licht her. So, ich schalte jetzt mal ein und zwar den ersten Modus, den breiten Modus, mit dem man quasi so, ich weiß nicht mal wie viel Grad es waren, direkt vor sich auf dem Boden den Weg ausstrahlen kann. Ich sehe leider, ja, ich sehe gerade auf der Kamera, erkennt man es gut wie gar nicht, es ist halt nur eine Actioncam. Da ist es ziemlich dunkel, aber ich kann euch sagen, ich sehe hier quasi 180 Grad bis 10, 15 Meter vor mir auf dem Weg. Das ist jetzt die helle Stufe und das ist zum Spazierengehen sehr angenehm, weil man eben nicht nur direkt vor sich auf dem Weg alles erkennt, sondern auch jetzt in dem Fall im Gestrüpp links und rechts würde ich jetzt auch die Wildsau erkennen. Ich schalte jetzt mal eine Stufe weiter runter. Oh, das wollte ich nicht so. Eine Stufe weiter runter. Und jetzt, ja, jetzt sind wir nur noch bei 10 Metern. Der Modus hält natürlich deutlich länger, aber im Wald, ja, würde schon gehen. Aber angenehmer ist es mit der helleren Stufe auf jeden Fall. Jetzt probiere ich noch die seitliche Lampe aus. Das ist ja dann mehr wie so eine Taschenlampe. Jetzt erstmal im hellen Modus. Ui, jo, sehr angenehm. Sieht man gar nicht auf der Kamera, komischerweise. Und das ist jetzt so ein richtiger Lichtkegel wie von einer Taschenlampe. Und wenn ich mir jetzt das mal hier anschaue, dann komme ich damit, wie weit komme ich damit wohl? 20, 25 Meter. Hab dafür allerdings eben nicht diese Abstrahlung 180 Grad, sondern so mehr nur den Blick nach vorne gerichtet. Ja, dann mache ich mal die etwas schwächere Stufe von dieser Taschenlampenfunktion. Würde mir auch noch reichen. Würde mir zur Not auch noch reichen. Also ich muss sagen, das ist echt top. Ja, denn der breite Strahl zum Spazierengehen, so jetzt normal, keine Ahnung, oder beim Joggen oder sowas, auf dem Feldwegen. Und diese Taschenlampe, wenn man auch ein bisschen in den Wald rein leuchten möchte oder halt ein bisschen weiter leuchten können möchte. So, jetzt vergleiche ich aber noch schnell die Go-Beam mit der Tikina von der Leuchtstärke her. Und ich leuchte jetzt mal hier so direkt 2, 3 Meter vor mir auf dem Boden. Sieht man jetzt, sehe ich auf der Kamera nur ganz leicht. Das ist jetzt die Go-Beam auf der höchsten Stufe in dieser Taschenlampenfunktion. Und jetzt zum Vergleich mal die hier schon in der zweiten Stufe, dritte Stufe von der Tikina und man sieht, die ist deutlich heller. Also was die Leistung angeht, eventuell stimmen hier die Werte nicht, die da angegeben werden für die Go-Beam. Aber finde ich persönlich jetzt nicht tragisch, denn sie reicht mir trotzdem aus für die Dinge, die ich halt damit tun würde, wie jetzt hier zum Beispiel im Wald spazieren gehen bei Nacht. Oder beim Joggen sowieso irgendwie oder beim Spazierengehen auf dem Feldwegen. Da ist es überhaupt kein Problem. Super, gefällt mir sehr gut. Mein Fazit zur Go-Beam fällt tatsächlich positiv aus. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Ich hatte eigentlich mit einer kleinen Ernüchterung gerechnet, weil das halt auch wieder so ein Alibaba-mäßiges Produkt ist und aggressiv auf Instagram beworben wird. Und da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber bei dem Teil hier, bis jetzt zumindest, alles top. Ich habe natürlich noch keine Langzeiterfahrungen mit dem Produkt, aber was ich bisher so getestet habe, die Erfahrungen, die sind wirklich durchweg positiv. Die Stirnlampe ist sehr kompakt, sie trägt sich angenehm, sie hält auch, also sie rutscht ja nicht vom Kopf, das Gummi, das löst sich ja auch nicht vom Kopf. Die Funktionen sind alle einwandfrei, es lässt sich problemlos laden
und eben auch die Tatsache, dass wir 2 verschiedene Lichtquellen haben und je nachdem, was ich brauche, für ein Licht eher das breitere oder eben das gezieltere. Das ist einfach toll, dass man hier so die Wahl hat zwischen diesen beiden. Zur Leuchtdauer kann ich noch nicht so viel sagen. Die Lampe kam schon vorgeladen an. Ich bin damit dann einmal spazieren gegangen auf den Feldwegen. Das hat wunderbar funktioniert. Habe die dann hier nochmal eine ganze Zeit liegen lassen, bestimmt über eine Stunde lang, dass die leer läuft, und habe sie dann einmal geladen und bin damit dann ja gestern in den Wald gegangen. Und ja, es funktioniert einwandfrei. Also der Akku scheint da auch ordentlich zu sein. Beim Laden gab es keine Probleme. Beim Aktivieren, beim Bedienen gab es keine Probleme. Die Lampe kommt von der Leuchtstärke nicht an die Tikina ran, obwohl sie ja angeblich hier 350 Lumen haben soll. Ich hänge mich hier aber auch jetzt nicht an Zahlen auf, denn sie tut das, was sie soll, und sie ist für meine Zwecke definitiv ausreichend, und deswegen auch gerade zu diesem Preis kann ich die bis jetzt absolut empfehlen. Wenn euch Gear-Tests gefallen, dann habe ich hier noch eine Liste mit weiteren Ausrüstungsgegenständen, die ich getestet habe, und hier ist noch ein Video, von dem YouTube denkt, dass es euch gefallen könnte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Damit helft ihr mir als kleinen YouTuber sehr, und alles Gute wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.